Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Die Züge der Deutschen Bahn sind heute Vormittag nur noch maximal 60 gefahren auf einem Streckenabschnitt in Niedersachsen. Das lag nicht, wie so oft, an Bauarbeiten oder einer Signalstörung. Es ist eine besondere Form des Gedenkens. Immer am 3. Juni. Heute, genau vor 25 Jahren, das schwerste Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik, für immer verbunden mit dem Namen der Stadt Eschede. 101 Tote. Der 3. Juni ist ein schwarzer Tag für die Eisenbahn. Heute vor einem Jahr starben 5 Menschen bei Garmisch. Und aus Indien kommen Horrormeldungen über ein Zugunglück dort, dessen Opferzahl man immer noch schätzen muss. Es waren mindestens 288. Dazu Christina Kajatz. Hoffnung, hier noch Überlebende zu retten, haben die Helfer offenbar nicht mehr. Mit schwerem Gerät kämpfen sie sich jetzt durch Berge von Stahl und Schrott. Die Katastrophe geschah gestern Abend um 19 Uhr Ortszeit, für die Passagiere völlig überraschend. Alles ist durcheinander geflogen, die Menschen sind übereinander gestürzt. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Dann ist der ganze Waggon umgekippt und wir sind irgendwie nach draußen gekommen. Etwa 900 Menschen werden verletzt. Die Krankenhäuser der Region sind überfordert, denn es sind zu viele. Der Platz reicht nicht und die Zahl der Toten könnte noch weiter steigen. Auch Premierminister Modi kommt zum Unglücksort, versucht Trost zu spenden und verspricht finanzielle Hilfe. Wir können den Familien ihre Angehörigen nicht zurückbringen, aber wir sind an ihrer Seite. Warum genau es zu dieser Katastrophe kam, ist noch nicht klar. Offenbar entgleiste der von Norden kommende Coromandel-Express gut 200 Kilometer südwestlich von Kalkutta. Und ein von Süden kommender Passagierzug raste in die Trümmer. War menschliches Versagen die Ursache? Fehlende Sicherheitsstandards? Fragen werden laut. Sie bleiben heute unbeantwortet. Indien steht unter Schock und trauert. Wir erwarten nicht, weitere Überlebende zu finden, sagt der örtliche Feuerwehrchef. Wir sind entmutigt. Wir haben noch nie in unserem Leben so viele Tote gesehen. Und jetzt gehen wir mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar gucken wir da in die Türkei. 2 Zahlen heute, die das Schicksal der Türkei bestimmen. Mit gut 52% im Amt bestätigt, ist der alte Präsident auch der neue. Heute hat Recep Tayyip Erdoğan seinen Amtseid geleistet und geschworen auf seine Ehre. Jetzt rückt eine andere Zahl in den Mittelpunkt. Bei rund 44% liegt die Inflation im Land. Verheerend für viele Türkinnen und Türken. Entscheidend wird jetzt sein, ob Erdoğan seine umstrittene Finanz- und Zinspolitik korrigiert. Jörg Brase. Recep Tayyip Erdoğan ist und bleibt der Präsident. Er nimmt dem Parlament die Ernennungsurkunde für seine 3. Amtszeit entgegen und den Applaus seiner Familie und seiner religiös-konservativen Abgeordneten. Die Opposition verweigert ihm die Huldigung. Die wenigen Vertreter, die gekommen sind, bleiben sitzen, wütend und stumm. Ich schwöre als Präsident, all meine Kraft einzusetzen, um die Existenz und Unabhängigkeit des Staates zu schützen. Das Protokoll will es, dass das neue Staatsoberhaupt dem Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, die Ehre erweist. Erdoğan lenkt heute schon länger die Regierungsgeschäfte, als es Atatürk tat. Beim anschließenden Empfang beschwor er, der vorher im Wahlkampf das Volk gespalten hatte, die Einheit der Nation. Die Bevölkerung der Türkei, alle 85 Millionen Bürger, sollten jetzt zusammenhalten, so wie Ziegelsteine eine Mauer bilden. Angereist aus Brüssel ist NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der hofft darauf, dass Erdoğan den Widerstand gegen Schwedens NATO-Beitritt aufgibt. Beobachter halten das für wahrscheinlich. Ich denke, dass die Türkei der Aufnahme Schwedens zustimmen wird. Aus wirtschaftlichen Gründen muss sie den Fokus auf den Westen legen. Die Türkei braucht dringend Investoren.
Kleine Randnotiz: Deutschlands Ex-Fußballnationalspieler Mesut Özil saß in der ersten Reihe, vermutlich als treuer Werber um deutsch-türkische Stimmen für seinen Präsidenten. So, und du, Hanna, hast jetzt die weiteren wichtigen Nachrichten von heute im Überblick. Ja, Recherchen von ZDF und Spiegel hatten aufgedeckt, dass ehemalige deutsche Luftwaffenoffiziere seit Jahren zur Ausbildung von chinesischen Kampfpiloten eingesetzt werden. Nun hat Bundesverteidigungsminister Pistorius China aufgefordert, das Trainingsprogramm zu stoppen. Nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Li in Singapur sagte Pistorius, dass er deutlich gemacht habe, dass diese Praxis unverzüglich beendet werden müsse. Laut Pistorius habe Li das Vorgehen nicht bestritten, es aber relativiert. Mit einem internationalen Abkommen wollen die UN die Flut von Plastikmüll auf der Erde eindämmen. Nach 5-tägigen Verhandlungen in Paris melden die Vereinten Nationen nun einen ersten Fortschritt. So haben sich rund 170 Staaten darauf geeinigt, bis zur nächsten Konferenz im November einen rechtsverbindlichen Entwurf für das Abkommen vorzulegen. Darin soll auch die Entsorgung und das Recycling im Fokus stehen. Umweltschützer von Greenpeace kritisierten das Ergebnis als Minimalkompromiss. Zum Sport und damit zu einer großen Enttäuschung für die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg. Der deutsche Vizemeister hat das Finale der Champions League gegen den FC Barcelona verloren. Obwohl es am Ende der ersten Halbzeit noch 2:0 für die Wolfsburgerinnen stand. Letztendlich konnte der spanische Meister das Spiel drehen und gewann mit 3:2. Zu den Lottozahlen an diesem Samstag. Die lauten 1, 4, 6, 18, 23, 30, Superzahl 0. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. So, und dann wollten wir heute nach Leipzig gucken. Nicht nur neben der Frankfurter Eintracht beim Fußball, sondern auch auf die Stadt Leipzig, wo es aktuell zu Zusammenstößen kommt zwischen der Polizei und Demonstranten. Die linksautonome und linksradikale Szene hatte ja für heute in Leipzig den sogenannten Tag X ausgerufen und tausende Sympathisanten in der Stadt erwartet, aus Solidarität mit einer unter anderem wegen Gewalttaten verurteilten Studentin. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert mit der Schalte nach Leipzig. Das müsste uns die Regie jetzt mal bitte sagen. Haben wir leider keinen Kontakt aktuell zu unserem Reporter in Leipzig. Dann holen wir das nach in der nächsten Heute Express hier. Entschuldigen uns für dieses technische Problem. Und gucken jetzt aber doch noch aufs Wetter, Hanna. Ganz genau. Bei mir gibt es jetzt die Wetteraussichten. Morgen sehr sonnig. An der Nordsee kann es auch mal mehr Wolken geben. Im Tagesverlauf bilden sich im Süden Quellwolken. Dazu gibt es an den Alpen sowie im Südschwarzwald einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 27 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es bei dem sonnigen Wetter mit einzelnen Schauern und Gewittern im Süden. Dabei werden 16 bis 28 Grad erreicht. Dankeschön fürs Interesse. Ihnen einen angenehmen Abend und außerdem noch viel Spaß beim Fußball. Tschüss. Tschüss.